Sollen wir weiterhin SEO machen? Oder müssen wir jetzt nur noch für KI-Modus und ChatGPT optimieren? Das Problem ist, diese Fragen basieren auf einem falschen Verständnis davon, wie moderne Suche funktioniert. Suche besteht heute aus 3 Schichten. In dieser Folge zeige ich dir, wie diese Schichten zusammenspielen und warum SEO und Geo keine Gegensätze sind. Das grundlegende Missverständnis. Viele Marketingteams gehen davon aus, dass generative Antworten, egal ob von Copilot, Gemini oder ChatGPT, eine komplett neue Welt sind, die mit klassischer Suche nichts zu tun hat. Das stimmt so nicht. Generative Modelle wie beispielsweise GPT-5 speichern bewusst weniger Weltwissen direkt in ihren Gewichten ab und werden mehr auf komplexes Schlussfolgern trainiert. Dadurch sind diese Systeme deutlich stärker darauf angewiesen, aktuelles oder spezialisiertes Wissen bei Bedarf extern abzurufen. Die folgenden 3 Schichten, die wir uns jetzt ansehen, sind mehr als mentales Modell als technische Realität zu verstehen. Das heißt, das spiegelt jetzt nicht die technische Realität wider, aber erklärt sehr gut, wie alles schön zusammenhängt. Die 3 Schichten der modernen Suche. Schicht Nummer 1, Information Retrieval. Aus meiner Sicht der wichtigste Layer kennt man aus dem SEO-Bereich Crawl, Index, Rank, Extract. Hier wird entschieden, was die Systeme überhaupt wahrnehmen können. Was wird gecrawlt, was wird indexiert, wie wird es gerankt und welche Informationen lassen sich extrahieren. Diese Schicht bildet die faktische Grundlage für alles. Faktisch unter Anführungsstrichen. Das bedeutet, je klarer, strukturierter und besser auffindbar eure Inhalte im Information Retrieval Layer sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt die Chance zu haben, in generativen Antworten aufzutauchen. Hier ist das Reich von ganz klassischer Suchmaschinenoptimierung. Schicht Nummer 2, Reasoning and Presentation Layer. Hier sitzt unser LLM, unser Sprachmodell. Sprachmodelle interpretieren die Abfrage, verbinden Suchergebnisse miteinander, vergleichen Informationen, ziehen Schlussfolgerungen und formulieren daraus eine Antwort. Und hier sollte dir etwas aufgefallen sein. Sie arbeiten mit dem, was ihnen der Information Retrieval Layer liefert, ergänzt durch das Wissen aus ihren Trainingsdaten. Sie denken über vorhandene Informationen nach und strukturieren sie sprachlich. Das heißt, für Marketingentscheider, wie ihr in generativen Antworten dargestellt werdet, hängt davon ab, zuerst mal, wie gut ihr im Information Layer performt, also von eurer SEO, und dann kommen wir erst in das Spiel mit den LLMs. Schicht Nummer 3. Agentic Layer. Und hier von Schicht zu sprechen ist sicherlich falsch, aber zum Erklären ist es deutlich einfacher. Hier sitzt unser strategischer Entscheider. Systeme wie GPT-5 entscheiden dynamisch, wie sie eine Anfrage erfüllen, eine Antwort formulieren, Tools ansteuern, eine komplexere Recherche durchführen oder sogar eine, falls sie diese Möglichkeit schon haben, komplexe Aufgabe ausführen. Aber auch hier gilt wieder, sobald Agenten Informationen benötigen, greifen sie wieder auf Retrieval, Tools oder andere externe Datenquellen zurück. Die Struktur bleibt dieselbe. Schlussfolgerung in den Modellen, Wissen aus Retrieval. Das kann man jetzt nicht 100% so trennen, weil auch in den Modellen Wissen ist, aber wie gesagt, sieht man sehr gut an GPT-5, es ist klar, wo die Reise hingeht. Die Modelle sollen schlauer werden und besser werden im Schlussfolgern und ziehen viele Informationen aus dem Web. Warum? Weil es zu vielem keine konkreten Informationen gibt oder nicht ausreichend konkrete Informationen und weil es ja da immer darum geht, dass es aktuell ist und es braucht das als Grounding, damit dieses Ding nicht einfach irgendwas halluziniert. Was Geo ist und was nicht. Generative Engine Optimization, Geo, stellt die Frage, wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass generative Systeme meine Marke, Produkte und Inhalte korrekt und bevorzugt in Antworten verwenden. Aber, und das ist wirklich entscheidend, Geo funktioniert nur, wenn das Information Retrieval Fundament stimmt. Moderne
Generative Modelle speichern einen kleinen Teil des Weltwissens direkt und holen sich vieles on the fly über Suche, irgendwelche Tools, Anbindungen, die sie haben oder Retrieval, wenn sie es brauchen. Wenn ein Unternehmen im Information Retrieval Layer schwach aufgestellt ist, gibt es keine oder sehr wenig Chancen auf KI-Sichtbarkeit, egal wie gut deine Geo ist. Strategische Ableitungen für Marketingentscheider. Was heißt es jetzt? Du verstehst diese 3 Schichten. Was leitet sich daraus ab? Erstens, SEO wird nicht unwichtiger, SEO wird systemrelevant, weil es bildet das Auffindbarkeits- und Extraktionsfundament, mit dem Sprachmodelle dann weiterarbeiten. Zweitens, und darüber haben wir schon ganz viele tolle, detailreiche Folgen gemacht, Content muss extrahierbar werden. Maschinen müssen Inhalte zerlegen, einordnen und zuordnen können. Und um das etwas zu verdeutlichen, ein kleiner technischer Exkurs. Wie sieht ChatGPT das Internet? ChatGPT sieht nicht ganze Seiten, sondern wenn ein Abruf gemacht wird, dann bekommt ChatGPT einen ganz kleinen Schnipsel und kann dann sich entscheiden, sich weitere Ausschnitte aus dieser Seite anzeigen zu lassen. Aber zum Beispiel, ich habe einen Ratgeber, dann liest ChatGPT nicht den ganzen Ratgeber. So funktioniert es nicht. Es funktioniert wirklich ganz anders. Drittens, Entitäten und Marken gewinnen extrem an Bedeutung. Marke ist ja am Ende des Tages nur Bedeutung und in dieser Welt ist Bedeutung wirklich alles. Und je klarer eure Marke maschinell verstanden wird, das heißt, wer ihr seid, für wen ihr die Richtigen seid, etc., desto stabiler werdet ihr in Antworten in den richtigen Konversationen mit eurer Zielgruppe berücksichtigt. Daten, Studien und PR werden strategische Sichtbarkeitshebel. Generative Systeme, und ich glaube, das folgt logisch aus den 3 Schichten, nutzen bevorzugt einzigartige Informationen, also Informationen, die sie nicht haben, und verlässliche Quellen, weil sie brauchen ja Quellen, in denen sie ihre Antwort dann grounden können, damit sie nicht irgendwelchen Hokuspokus halluzinieren. Und 5. und letztens, Geo baut auf SEO auf. Es ist keine Alternative. Das Fundament entscheidet, ob ihr vereinfacht ausgedrückt vorkommen könnt, und Geo entscheidet, wie ihr vorkommt. KI-Suche wirkt, glaube ich, auf den ersten Blick wie ein radikaler Paradigmenwechsel, und das ist sie auch. Aber sie baut auf Altem auf und löscht nicht das Alte einfach aus. Die Modelle denken, aber die belastbaren Informationen kommen aus Retrieval Tools, und damit meine ich einfach irgendwelche Anbindungen und eben externen Datenquellen. Damit löst sich der vermeintliche Gegensatz SEO versus Geo aus meiner Sicht vollständig auf. Für Marketingentscheider bedeutet das, eure Marke, eure Inhalte bzw. eure Daten, denn Inhalte sind Daten, müssen im Retrieval Layer stark und klar sein, damit generative Systeme überhaupt etwas haben, womit sie dann sinnvoll arbeiten können. Heute geht es, und das ist, glaube ich, der wichtigste Satz in der ganzen Folge, heute geht es um Selektion. Wir wollen als Unternehmen, als Marke, dass unsere Informationen verwendet werden, um Fragen des Nutzers zu beantworten. Und natürlich, das heißt auch, dass unsere Produkte vorgeschlagen werden und so weiter. Aber das ist, worum es geht. Selektion. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.